Herzlich willkommen zu einem Tutorial über den neuen Sicherheitsmodul-Editor 2.0. Mein Name ist Bernd Hünnermann, ich bin Teil der Technikschulung bei KIB. Der Sicherheitsmodul-Editor in ComBivis dient zum sicheren Editieren und Übertragen der Parameter zwischen ComBivis und dem Sicherheitsmodul. Für die ComBivis-Version 6.8 wurde ein neuer Sicherheitsmodul-Editor erforderlich, da die bisherige Version nicht für Windows 11 zugelassen wurde. Der neue Editor ist damit unter Windows 10 und Windows 11 nutzbar. Die Überarbeitung haben wir gleich genutzt, um einige Komfortfunktionen zu integrieren. Ich habe hier einen SX Pro mit dem Sicherheitsmodul 5. Verbunden bin ich über den USB-Wandler mit dem entsprechenden ComBivis. Die Bedienung ist aber für alle Typen gleich. Ja, das Projekt habe ich jetzt hier schon einmal geöffnet. Ich öffne jetzt den Safety-Modul-Editor. Wir sehen jetzt hier, wie bisher bei dem vorherigen Editor, erstmal sehr gleiche Teile. Wir gehen da einmal ganz kurz durch, um auch die Leute mitzunehmen, die da bis jetzt noch nicht mitgearbeitet haben. Wir haben im oberen Teil, im Kopfteil, hier unsere Informationen über das Sicherheitsmodul und wir haben hier auch die Kontrollsumme, die CRC, der Einstellung, die jetzt in dem Sicherheitsmodul enthalten ist. Hier rechts kann ich mich jetzt einloggen, das mache ich jetzt mal. Damit bin ich jetzt eingeloggt und ich habe auch alle Rechte. Wir haben hier auf der Statusseite die Informationen über die aktuellen Fehlermeldungen oder aktive Sicherheitsfunktionen oder die aktive digitale Ein- und Ausgänge, solche Sachen. Dann unter Settings haben wir das User Management. Wir können die LED zur Kontrolle blinken lassen, dass wir auch auf dem richtigen Gerät sind. Wir können die Uhrzeit einstellen und wir können da die Sicherheitsmoduladresse einstellen. Auf dem letzten Tab haben wir hier unseren Log. Das heißt, das Sicherheitsmodul zeichnet die 20 letzten Ereignisse auf, Fehler, Einloggen von Usern und so weiter. Und das können wir dann auch auf kleinere Anzahl begrenzen. So und so sieht das dann aus. Dann hat man die Information hier drauf. Jetzt kommen wir zu dem neuen Teil. Das sind die sicheren Parameter. Auf dem Tab mit den sicheren Parametern haben wir auch hier einen Kopfteil. Hier sehen wir die Kontrollsumme CRC der aktuellen Einstellung in der Bedienoberfläche. Und man sieht, das ist jetzt hier das Gleiche. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass die Parameter im Umrichter die gleichen sind, wie ich jetzt hier bei mir auf der Oberfläche sehe. Wir haben hier die Parametereinstellung. Wir haben ein Kommentarteil, das ist auch neu. Und wir haben auf der rechten Seite den Informationsteil, wo Ihnen der Safety Editor einen Auszug aus der Bedienungsanleitung zur Verfügung stellt. Und im unteren Teil haben wir unser Meldungs- und Ereignisfenster. Wenn Sie einen Parameter ändern wollen, machen Sie einen Doppelklick auf den Wert. Sie ändern den Wert und Sie sehen auf der rechten Seite hier oben jetzt das Kontrollfeld, was die Daten nochmal darstellt, wie sie tatsächlich im System aufgenommen wird. Dann entern Sie das, Sie haben die Daten geändert. Die Parametergruppen sind natürlich die gleichen, wie wir sie bei dem alten Editor gesehen haben, aber zur Unterscheidung haben wir jetzt hier die IDs eingeführt, das heißt, jeder Parameter hat eine Nummer bekommen. Wenn Sie jetzt nur bestimmte Parameter aus dieser Gruppe brauchen, dann können Sie sich die herausfiltern. Sie gehen auf Parameter Groups, können sich bestimmte Parameter, die Sie nicht benötigen, auswählen oder Sie wählen erstmal alle ab und nehmen dann noch die Parameter wieder rein, die Sie entsprechend ändern wollen. So, und man sieht jetzt, wir haben jetzt nur noch eine relativ kleine Übersicht. Die Sicherheitsfunktionen haben ja die sogenannten Indexe, das heißt, sie sind bis zu 8-mal vorhanden. Das kann ich dann auch noch filtern, wenn ich hier oben auf den Index gehe da, und sage zum Beispiel, ich möchte nur Index 1 und 2 sehen. So, dann habe ich hier auch nur die entsprechend mit den Sicherheitsfunktionen in den beiden Indexen vorhanden. Die Sortierung kann ich auch nochmal ändern, indem ich zum Beispiel jetzt nach Index sortiere, dann habe ich eben erst alle Index 1, dann alle Index 2.
Zusätzlich haben wir noch das Kommentarfeld. Das heißt, ich kann zu jedem Parameter noch einen Kommentar eingeben. Doppelklick und dann kann ich hier entsprechend einen Text eingeben. Um die Daten in das Sicherheitsmodul zu laden, können wir hier oben auf den Download-Button gehen. Das heißt, wir laden damit die Daten in das Sicherheitsmodul hinein. Ich breche das hier mal ab. Wir können auch die Daten aus dem Sicherheitsmodul in den Sicherheitseditor hochladen. Breche ich jetzt auch mal ab hier. Wir haben hier noch die Exportfunktionen. Und zwar kann ich die sichere Konfiguration exportieren. Das ergibt jetzt eine neue Datei, die JSON-Datei. Das ist erforderlich, damit wir die Kommentare und so weiter damit abbilden können. Ich kann natürlich auch eine bestehende Konfiguration importieren. Das darf dann eine SPD-Datei sein. Das ist die von dem alten Safety Editor oder eben die neue JSON-Datei. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, eine Download-Liste der Sicherheitsparameter zu erzeugen oder wir können eine schon vorher erzeugte Datei hier in den Editor wieder importieren. So, neu ist auch die Print-Funktion, wo wir dann einen Namen eingeben können und einen entsprechenden Text, der da eventuell zur Erklärung noch notwendig ist. Das Ganze kann man sich dann einfach nur abspeichern oder ich kann mir auch eine Vorschau anzeigen, direkt ausdrucken und ich mache das jetzt mal nicht. Ich gehe jetzt wieder raus. So, und dann haben wir hier im unteren Teil noch die Messages. Das heißt, wir haben hier Error, also Fehlermeldungen, normale Programm-Messages. Die Kommentarzeile hatten wir vorhin schon gesehen. Und wir haben eine neue Suchfunktion, wo man dann zum Beispiel bestimmte Begriffe in die Suche eingeben kann und er findet mir dann nicht nur diesen Begriff in den Parametern drin, sondern auch in der Dokumentation. Damit wären wir beim Schluss. Schauen Sie sich auch unsere anderen Tutorials an, die wir auf dem KIB YouTube-Kanal zur Verfügung stellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.